Espenau in Nordhessen, 2018. Wenn Robert Koper seinen Keller betritt, riecht es je nach Wetterlage muffig. In einigen Räumen sind die Wände, häufig nach Partys, feucht. Besonders hinter den Möbeln. Er will der Sache auf den Grund gehen. Und dann habe ich mir gedacht, na, was ist hinter dieser Wand? Und habe einen Hammer genommen und habe erstmal ein Loch in die Wand reingekloppt. Als er hinter die Verkleidung schaut, dann der Schock. Die Wand ist übersät von einem weißen Flaum. Ich habe dann eigentlich die Luft angehalten, weil Horrorszenario, es ist bestimmt Schimmel. Man will ja nichts in die Atemwege kriegen. Dann hat man die ein oder andere schlaflose Nacht. Was macht man? In seiner Not sucht er Hilfe bei einem Bausanierungsexperten. Die Internetseite eines regionalen Unternehmens klingt vielversprechend. Und dann kam dann auch, kommen kostenlos vorbei, beraten Sie bei Schäden mit feuchten Räumen. Da habe ich gesagt, oh, prima, passt erstmal. Man hört sich das an. Kostenlos ist immer gut. Man spart ja Geld. Der Sanierer begutachtet die betroffenen Wände, führt Messungen durch und möchte schnell handeln. Der kam und hat dann eigentlich nach 5 Minuten schon mir gesagt, man sieht es anhand der Messung, man riecht es ist Schimmel. Und das muss entsorgt werden, also es muss gemacht werden. Für ihn stand es fest, Außenisolierung ist defekt. Das Haus ist jetzt schon 40 Jahre alt und da wurde früher auch Schindluder getrieben. Statt das Haus von außen aufwendig aufzugraben, könne der Sanierer mit einem Spezialverfahren die Wände von innen trockenlegen. Ganz unkompliziert. Der Kostenvoranschlag, der erstmal kam, das war für eine Wand um die 9.000 €. Schön. Ich habe noch andere Ecken. Dann habe ich mir die anderen Wände alles so im Kopf zusammengerechnet, habe das mal grob überschlagen. Also 60.000, 70.000, vielleicht auch 80.000 wären es gekommen, wenn ich noch mit eigener Leistung was getan hätte. Und ja, da wurde es mir schlecht. Weil Robert Koper dem Sanierer nun doch nicht mehr traut, zieht er einen Bausachverständigen zu Rate. Christian Ellebracht begutachtet damals die Wände. Seine Messungen sind zwar nicht kostenlos, zeigen aber ein ganz anderes Bild. Wir haben dann an verschiedenen Stellen Tiefenmessungen gemacht und dadurch wurde festgestellt, dass die Kellerwände im Kern trocken sind. Und Rückschluss war, dass von außen kein Wasser eindringt. Das Verfahren, was Sie ihm hier angeboten haben, beim Hochlochziegel ist das eigentlich völlig unbrauchbar. Das war meines Erachtens eher darauf aus, möglichst viel Geld zu verdienen. Und auch der angebliche Schimmel erweist sich als ungefährlich. Das sind Salze, was er hatte in dem Partykeller. Eindeutig kann man zum Beispiel feststellen, man nimmt die mal, kann man ja auch mit dem Löffel abnehmen von der Wand, wenn es so stark an der Oberfläche ist und in ein Glas Wasser einbringen, dann löst sich das auf. Salz löst sich in Wasser auf. Schimmel würde wahrscheinlich eher oben drauf liegen bleiben. Das wird sich nicht so einfach auflösen. Robert Koper entfernt die Versalzungen, renoviert seinen Partykeller. Bis heute ist es hier trocken, denn die Feuchtigkeit hatte ganz banale Ursachen. Wenn hier 20 Leute drin sind oder vielleicht auch ab und zu mal nur 10 feiern, die geben Feuchtigkeit in die Raumluft ab, durch Atmen, Schwitzen, wie auch immer, dann kommt es zum Tauwasserausfall auf den Wänden. Hinten war es dann die Waschküche, da wurde Wäsche getrocknet im Waschkeller. Unten dadurch wurde viel Feuchtigkeit reingebracht. Mit einer Abluftanlage, richtigem Lüften und Heizen hat Robert Koper das Problem in den Griff bekommen. Er ist froh, nicht auf den angeblichen Experten reingefallen zu sein. Statt 80.000 € für unnötige Sanierungen auszugeben, hat er lieber in einen neuen Partykeller investiert und will nach Corona wieder richtig feiern. Ich habe 80.000 € gespart. Das ist erstmal ein schönes Gefühl. Dann, da wir ja sowieso generell gerne auch diesen Raum nutzen, da bin ich schon happy. Und aufs nächste Fässchen Bier, das hier unten angestochen wird, da freut man sich immer drauf. Na dann, schönen guten Abend. Sven Hefner, Maurer und Betonbauermeister und Sachverständiger der Handwerkskammer Wiesbaden. Herzlich willkommen. Also diese Geschichte, Herr Hefner, habe ich ungefähr zweimal schon in meinem Freundeskreis mindestens so gehört. Also Schimmel im Keller,
Der Handwerker kommt, macht erstmal das ganz große Horrorszenario auf, muss alles von außen aufgebaggert werden und so weiter. Aber ich habe da für Sie die kleine Lösung, wir können das auch von innen machen. Ist das am Ende eine Masche? Ja, wie schon im Film dargestellt, ist es schon zwingend notwendig, um überhaupt erstmal die Ursache auf die Schliche zu kommen, ehe man dann die Sanierung beginnt, das ganz genau bestimmen zu lassen. Und das ist schon sehr zu empfehlen, dass man dort den Gutachter mit zur Rande zieht. Also sozusagen nicht den Bocken zum Gärtner machen, der diese eine Technik anbietet, der will die natürlich auch machen. Diese Technik von innen, die da eben ja auch so angedeutet wurde, muss man generell bei der skeptisch sein oder kann die auch im ein oder anderen Mauerwerk durchaus funktionieren und das Richtige sein? Also pauschal würde ich das nicht verurteilen wollen, aber tendenziell ist das eher eine ungeeignete Maßnahme, um solche Feuchtigkeitsprobleme dauerhaft in den Griff zu bekommen. Okay, also das Verlockende war ja jetzt, dass sozusagen das Angebot kostenlos war. Sie würden aber sagen, der bessere Weg ist, in den Gutachter zu investieren. Gerade mit Feuchtigkeit, das ist echt ein schwieriges Thema. Und dann quasi die Diagnose wie bei einem Arzt oder einer Ärztin stellen lassen. Richtig? Genau. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, sich einen Gutachter dort entsprechend empfehlen zu lassen. Man kann sich an die Handwerkskammern wenden. Die führen sogenannte Listen zu allen Branchen, zu allen Gewerken, werden dort Sachverständige geführt, genau die halt das jeweilige Spezialgebiet betreuen und die natürlich dann der eigentlichen Ursache schnell auf die Schliche kommen. Okay, dann geht es irgendwann, wenn tatsächlich irgendwas getan werden muss und auch da kriegt man ja wahrscheinlich schon einen Rat, welches Gewerk daran muss, an die Handwerkersuche. Bei welchen Angeboten wären Sie eher skeptisch? Ja, gut, pauschal würde ich es auch nicht verurteilen. Dennoch würde ich auf jeden Fall abraten von sogenannten Firmen, die so einen sogenannten Rundum-Service anbieten, quasi die Sanierung der Bäder anbieten, die Fliesenverlege, Putzarbeiten, Estricharbeiten, gegebenenfalls auch noch die Heizung installieren, auch Abdichtungsapplikationen ausführen. Also, klingt jetzt auch verlockend natürlich? Das klingt verlockend, aber oftmals werden durch solche Allround-Sanierungen schwerwiegende Schäden noch herbeigeführt. Weil selten einer alles kann. So ist es. Wie erkenne ich eine unseriöse Handwerksfirma? Also das wäre vielleicht schon ein Punkt. Wenn die sagt, ich kann alles, ist schon mal schwierig. Auf jeden Fall mit Punkt. Ich wäre auf jeden Fall skeptisch, wenn der Unternehmer, der Handwerker mit seinem Fahrzeug um die Ecke parkt. Obwohl vor dem Anwesen genügend Parkplätze sind. Somit hat natürlich der Verbraucher, der Kunde auch nicht die Möglichkeit, anhand der Aufschrift erstmal den Qualifikationsnachweis zu erkennen. Ach. Ja, kommt vor. Und auch wenn er seine Kommunikationsdaten nicht preisgibt. Das heißt, der Verbraucher kann den Kontakt nicht aufnehmen mit dem Handwerker, mit dem Unternehmer, aber der Unternehmer mit dem Verbraucher. Das ist auch kein gutes Zeichen. Okay. Wenn ich jetzt neu bauen würde, dann wäre es natürlich die schönste Lösung, einen Architekten zu haben, der dann auch verschiedene Gewerke miteinander koordiniert. Wenn ich jetzt so eine größere Sanierung machen muss, wen kann ich da fragen, der mir da so ein bisschen hilft, um am Ende vielleicht auch Abrechnungen kontrolliert und so weiter? Also klar, der Architekt ist natürlich ein Ansprechpartner. Gleichwohl bieten diesen Service natürlich auch die Sachverständigen. Echt? Ja, sie sich dann erkundigen bei den Handwerkskammern. Die einen oder anderen bieten das an. Und man hat natürlich so immer die schlichte Vorstellung, so ein Sachverständiger ist ja viel zu teuer, um sowas zu begleiten. Das ist falsch. Also man muss irgendwo, bei dem Paradebeispiel Einfamilienhaus, müsste man rechnen mit 3.000 bis 5.000 € für eine Begleitung während der Rohbauphase. Okay. Und im Hinblick auf die Gesamtinvestition, denke ich, ist das ein vertretbarer Betrag. Wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass tatsächlich sozusagen das große Programm gefahren werden muss, also von außen aufgebaggert werden muss und? Und wie oft lässt sich das von innen dann doch irgendwie lösen, wenn Schimmel im Spiel ist und Feuchtigkeit? Aus meiner Erfahrung heraus doch so 50-50, würde ich sagen. Doch, es kommt dann doch häufiger vor, auch wie jetzt bei dem Beitrag genannt, also älteres Gebäude, was in die Jahre gekommen ist es doch nicht unüblich, dass doch die Außenwände freigelegt werden müssen und die Abdichtung neu appliziert werden muss. Schreckliche Vorstellung, dann drücken wir allen die Daumen, dass es eher so ausgeht. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön.